Ist es möglich, zu Hause bzw. während des Lockdowns Muskulatur aufzubauen? Meine Antwort lautet definitiv. Wenn du bisher noch keine Erfolge gesehen hast, hast du sicherlich noch nicht dein ganzes Potenzial ausgeschöpft. Ich zeige dir in diesem Video, wie du deinen maximalen Muskelaufbau auch ohne Gym erreichen kannst und nichts dem Zufall überlässt. Zunächst brauchst du einen Plan. Ein Trainingsplan ist wichtig, um Steigerungen zu ermöglichen und einen Leitfaden zu haben. Denn geplant sind Steigerungen viel eher zu erreichen, als wenn du es dem Zufall überlässt und willkürlich trainierst. Ein Plan gibt dir eine Übersicht, welche Übungen für dich notwendig sind, um deine Ziele wirklich zu erreichen, und er gibt dir Vergleichswerte für deine nächsten Steigerungen. Außerdem kannst du dir immer Raum für Flexibilität lassen, aber du solltest einen groben Plan haben, den du zumindest für 4 Wochen am Stück verfolgst. Somit haben deine Muskeln Zeit, sich an diese Steigerung einer Übung zu adaptieren und letztlich zu wachsen. Außerdem hilft ein Trainingsplan auch häufig dabei, eher Motivation aufzubringen, um die Ernährung optimal umzusetzen, auf die wir später zu sprechen kommen. Muskeln werden letztlich aufgebaut, wenn sie im Laufe der Zeit immer mehr Intensität bewältigen müssen. Das heißt, dein Plan sollte in irgendeiner Form eine fortlaufende Intensitätssteigerung beinhalten. Wie kann man das jetzt aber gewährleisten, wenn wir zu Hause keine oder nur wenig Gewichte zur Verfügung haben? Zum einen können wir natürlich relativ leicht eine Steigerung durch mehr Wiederholungen erzeugen. Für ohnehin schon schwierige Übungen oder Skills wie Dips, Pull-ups, Pistol Squats oder fortgeschrittene Bauchübungen wie V-Ups, Dragon Flex oder Toes to Bars ist das durchaus sinnvoll. Da kann ein Wiederholungsbereich von 3 bis 12 Wiederholungen schon viel sein und zum Muskelversagen führen. Bei Übungen wie Sit-Ups oder Air Squats kann es irgendwann schwer werden, den Trainingsreiz für einen optimalen Wachstum nur durch mehr Wiederholungen zu setzen. Dazu müssten wir irgendwann verhältnismäßig so viele Wiederholungen machen, dass es a. keinen Spaß mehr macht und b. auch nicht gleichzusetzen ist, als wenn wir die Intensität von weniger Wiederholungen anders steigern, wie zum Beispiel durch fortgeschrittenere Übungsformen. Das heißt, du solltest in Bezug auf die Übungsauswahl auf die jeweilige Steigerung zurückgreifen. Führe anstelle von Air Squats lieber einbeinige Übungen wie Bulgarian Split Squats aus oder anstelle von Push-Ups Russian Push-Ups oder anstelle von Pike Push-Ups könntest du Box Handstand Push-Ups ausführen, und so gibt es unendlich viele weitere Steigerungsformen, die du in deinem Plan integrieren kannst und auf die du hinarbeiten kannst. Kommen wir zu einer meiner Lieblingsintensitätstechniken, nämlich Time and Attention. Die Arbeit mit verschiedenen Tempi erlaubt uns, mehr Zeit unter Spannung, also Muskelkontraktion, zu erzeugen, ohne dass das zentrale Nervensystem überstrapaziert wird. Außerdem ist es eine wirklich tolle Form, Kraft aufzubauen und eine Übung schwerer zu machen, ohne mehr Gewicht verwenden zu müssen und damit eine verbesserte Wahrnehmung und Kontrolle während der Übung zu ermöglichen. Dabei könntest du beispielsweise die Abwärtsbewegung eines Push-Ups für 3 Sekunden lang tief ausführen oder die Abwärtsbewegung eines Squats oder Bulgarian Split Squats oder auch V-Ups langsam ausführen. Du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen. Es ist nur wichtig, dass du die exzentrische Phase der Bewegung fokussierst und einfach langsamer ausführst. Du kannst natürlich auch die exzentrische Phase langsam ausführen und unten nochmal halten. Letztlich sind dir keine Grenzen gesetzt, um die Time and Attention zu verlängern. Als weitere Möglichkeit, nochmal den letzten Rest deines Muskelversagens herauszuholen, kannst du, nachdem du einen Satz in vollem Bewegungsradius vollendet hast und keine Wiederholung mehr machen kannst, mit Teilwiederholungen arbeiten und somit, wie gesagt, nochmal alles, was möglich ist, aus diesem Satz herauszuholen. Unterschätze außerdem nicht das Intensitätspotenzial, was du durch Explosivkraft erzeugen kannst. Denn Explosivkraft erfordert die Fähigkeit, möglichst viele Muskelfasern gleichzeitig und schnell kontrahieren zu können. Ähnlich wie beim langsamen Ausführen von Wiederholungen ist eine Übung um einiges schwerer, wenn du sie explosiv ausführst. Ich
Ich empfehle dir außerdem, ab und an Reduktionssätze zu integrieren. Bei einem Reduktionssatz verwendet man nach einem Satz mit normalem Arbeitsgewicht ohne Pause weniger Gewicht oder gar kein Gewicht, um nochmal den Moment des Muskelversagens zu intensivieren. Wenn du dir noch keine Widerstandsbänder zugelegt hast, verschenkst du eine weitere Option, dein Training zu Hause auf ein nächstes Level zu setzen. Denn Bänder sind vermutlich das günstigste Trainingsequipment und können dein Übungsrepertoire und die Intensität auf ein Vielfaches steigern. Um nicht nur die Intensität deines Trainings, sondern auch den Fun-Faktor zu vergrößern, kann ich dir nur empfehlen, neue Trainingsreize zu setzen. Um wirklich jede Muskelfaser herauszufordern, profitierst du davon, neue Übungen oder sogar neue Trainingsarten zu implementieren, wie zum Beispiel einen Handstand zu lernen oder fortgeschrittene Gymnastics-Übungen zu integrieren. Oder anstelle von Langstreckenläufen mal Sprints zu integrieren. Und wenn du natürlich extrem hardcore bist, könntest du auch Hill-Sprints integrieren. Fordere dich mit den Möglichkeiten, die du zu Hause hast, heraus und versuche, neue Dinge zu erlernen, um auch dadurch neue Erfolgserlebnisse erreichen zu können. Weiterhin solltest du mit verschiedenen Pausenzeiten arbeiten, denn je kürzer du die Pause hältst, umso schneller kommst du an den Moment des Muskelversagens. Es gibt letztlich 1000 verschiedene Intervallformen, wie du dein Training gestalten kannst, wie 30 Sekunden Arbeit und 30 Sekunden Pause oder 40 Sekunden Arbeit und 20 Sekunden Pause und so weiter. Eine Möglichkeit, die ich sehr effektiv finde, ist das Myoreps Trainingssystem. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Restpausesystem, bei dem es das Ziel ist, möglichst oft an die Wiederholungen, die nah am Muskelversagen sind, zu kommen. Also die Wiederholungen zu erzeugen, die letztlich zum Muskelwachstum führen und nah am Muskelversagen liegen. Wähle dazu ein Gewicht oder eine Übung, mit der du etwa 10 bis 40 Wiederholungen schaffst. Das ist zwar eine große Spanne, aber manchmal sind so viele Wiederholungen nötig, um an diese letzten Wiederholungen, die wir haben wollen, zu kommen. Das hängt natürlich auch von der Übung ab. Nachdem du den sogenannten Aktivierungssatz ausgeführt hast, pausierst du 5 Sekunden und absolvierst wieder 5 Wiederholungen. Pausierst wieder 5 Sekunden und absolvierst wieder 5 Wiederholungen, bis du 5 Mal von diesen angehängten 5 Wiederholungen mit 5 Sekunden Pause erreicht hast. Und somit hast du möglichst viele Wiederholungen, die am Muskelversagen liegen, akkumuliert. Und spätestens dann solltest du einen sehr, sehr guten Pump haben. Nutze außerdem bei jeder Übung deine Mind-Muscle-Connection. Diese sagt nichts weiter aus, als dass du dich wirklich auf den Zielmuskel konzentrierst und dadurch die Übung noch schwerer machst. Wir wollen keine Übungen mit Schwung oder durch ungewolltes Momentum erzeugen, sondern immer aus eigener Muskelkraft arbeiten. Stell dir dazu vor, wie du den Muskel anspannst und dadurch die Bewegung erzeugt wird. Du fragst dich jetzt sicher, wie viele Sätze und Wiederholungen soll ich denn optimalerweise ausführen? Wenn ich dir Wiederholungen vorgebe, kann es sein, dass du mit deinem vorhandenen Equipment oder deinem eigenen Körpergewicht nicht an das Muskelversagen kommst. Daher empfehle ich dir, mit der Intensitätsvorgabe Reps in Reserve zu arbeiten. Du solltest also so viele Wiederholungen ausführen, sodass du noch maximal 1 bis 2 saubere Wiederholungen ausführen könntest. Somit kannst du immer nach deiner Tagesform abhängig arbeiten und befindest dich in der optimalen gewünschten Intensität für den Muskelaufbau und um in den folgenden Wochen Fortschritte zu erlauben. Bei der Satzanzahl empfehle ich dir immer 3 bis 5 Sätze zu absolvieren, wobei du eher 3 Sätze für Wiederholungsbereiche von 12 bis 20 Wiederholungen absolvieren kannst und 4 bis 5 Sätze bei Wiederholungsbereichen von 1 bis 12 Wiederholungen absolviert werden können. Wenn du aus irgendeinem Grund das Gefühl hast, deine Muskeln immer noch nicht komplett auslasten zu können, kannst du bis zu 3 bis 5 Mal pro Woche den ganzen Körper trainieren. Anstelle also einen klassischen, zum Beispiel Unterkörper-Oberkörper-Split zu absolvieren und eine Muskelgruppe an einem Tag zu zerstören und dann 2 bis 3 Tage pausieren zu müssen, kannst du mehrere Trainingsreize setzen, indem du ein höheres Trainingsvolumen mit mehreren Ganzkörpertagen akkumulierst.
Und ich weiß, dass das Training zu Hause eine ganz andere Motivationshürde ist. Deshalb empfehle ich dir, deine absolute Lieblingstrainings-Playlist anzuschmeißen und einfach anzufangen. Halte dir vor Augen, dass die Lust meistens nicht vorher da ist, sondern im Training kommt und du spätestens nach dem Training ein sehr gutes Gefühl haben wirst. Natürlich ist nicht nur der richtige Trainingsreiz notwendig, sondern auch die optimale Ernährung. Mache nicht den Fehler zu denken, dass du jetzt sowieso nichts aus deinem Training herausholen kannst und somit deine Ernährung schleifen lässt. Denn das Allermindeste, was du erreichen möchtest, ist deine Muskulatur zu erhalten. Aber wie gesagt, Muskelaufbau ist möglich. Es ist nur eine Frage, inwiefern du deine ganzen Möglichkeiten ausschöpfst. Achte darauf, genug Protein zu essen, damit deine Muskeln auch den nötigen Baustoff zum Wachsen bekommen und du optimal regenerieren kannst. Mach dich nicht verrückt mit den Kohlenhydraten und Fetten, du kannst diese nach Präferenz aufteilen. Natürlich brauchst du für einen optimalen Aufbau grundsätzlich genug Kalorien. Als Trainingsanfänger kann man auch in einem leichten Defizit noch zu einem gewissen Grad Muskulatur aufbauen. Da du vielleicht weniger aktiv bist und zumindest mehr zu Hause bist und somit vielleicht auch mehr Lust zu essen hast, empfehle ich dir, diese Zeit zu nutzen, um einen spezifischen Aufbau zu starten. Entweder bleibst du dazu auf deiner aktuellen Bilanz und hast gegebenenfalls durch eine geringere Schrittanzahl wie einen kleinen Überschuss erzeugt, oder wenn nicht, kannst du natürlich deine Kalorien auch hochschrauben, um den vollen Effekt deines Muskelaufbaus auszunutzen. Denn wie gesagt, Muskelfasern entstehen nicht aus nichts und brauchen Bausteine zum Wachsen. Um den Muskelaufbau noch mehr zu unterstützen, kannst du Supplements einnehmen wie Kreatin. Kreatin unterstützt den Aufbau von Kraft- und Regenerationsprozessen nachweislich. Für einen Extrapump und Motivation empfehle ich dir, Citrullin und Arginin zu supplementieren. Allerdings baut sich kein Muskel auf, wenn du ihm nicht die nötige Zeit gibst, um zu regenerieren und zu wachsen. Einer der günstigsten und sogar kostenfreien Regenerationsmittel ist der Schlaf. Nutze die Zeit, in der du vielleicht sowieso im Homeoffice bist und somit flexibler bist, um deinen Schlaf bzw. deine Schlafqualität auf das höchstmögliche Niveau zu bringen. Dabei sind 8 Stunden optimal, aber stress dich nicht mit dem Optimum und versuche erstmal, deine akkumulierte Schlafzeit zu steigern. In diesem Sinne, lasse nichts unversucht und hole alles aus deinem Muskelaufbau heraus.